Hallo allerseits und willkommen zu meiner Auflistung mit den 10 schlechtesten Modellbausätzen, die mir bisher untergekommen sind. Nachdem ich vor nicht allzu langer Zeit bereits ein Video zu den 10 besten Bausätzen gemacht habe, so ist es wohl angebracht, auch meine Meinung zu den 10 schlechtesten Bausätzen abzugeben. Seitdem ich vor über 20 Jahren in dieses Hobby eingestiegen bin, sind mir hunderte von Bausätzen durch die Hände gegangen. Die meisten davon haben meinen Erwartungen entsprochen, aber es gibt leider auch Bausätze, die der Teufel gesehen hat und die man so gut es geht meiden sollte, da man an ihnen nicht sehr viel Freude haben wird. Außer man ist Masochist, dann ist es natürlich was anderes. Hier nun meine Liste mit den 10 schlechtesten Bausätzen. Platz 10: Rolls-Royce Armored Car von Roden im Maßstab 1:35. Die meisten von euch rechnen vielleicht mit 10 uralten Bausatzformen auf meiner Liste, da die Bausätze in den 60ern und 70ern qualitativ nicht immer das Gelbe vom Ei waren. Aber tatsächlich sind die meisten Bausätze auf meiner Liste bei weitem nicht so alt. Der Rolls-Royce Panzerwagen von Roden stammt aus dem Jahr 2009 und ist in den Folgejahren in 3 Versionen erschienen. Man kann aus dem Bausatz sicherlich ein Schmuckstück zaubern, aber das bedarf doch einiger Nacharbeit, da die meisten Bauteile unheimlich klobig und grob gefertigt sind. Das Chassis besteht aus einer Unzahl brüchiger Teile, das Plastik ist nämlich recht spröde und man kann froh sein, wenn am Ende alle 4 Reifen halbwegs den Boden berühren. Wenn es um Details geht, ist das Modell am Ende schon halbwegs annehmbar, aber es gibt definitiv bessere und entspannendere Bausätze. Platz 9: 38M Toldi 1 von Hobbyboss im Maßstab 1:35. Auch dieser Bausatz ist mit dem Erscheinungsjahr 2012 relativ neu. Auf dem ersten Blick scheint es ein durchaus schöner Bausatz zu sein, der nur an ein paar wenigen Stellen etwas Detaillierung vermissen lässt, was sich auch während des Zusammenbaus anfänglich bestätigt, bis man zu den Ketten kommt. Dieser Bausatz hat mit Abstand die miserabelsten Ketten, die mir bisher untergekommen sind. Schön sehen die Kettenglieder ja aus, aber der Zusammenbau treibt einen zur Verzweiflung. Die erste Probe für die Nerven ist das Auslösen und Versäubern der Kettenglieder, die oft schon bei der ersten Berührung in 2 Hälften zerbrechen. Wenn man das geschafft hat, wird man feststellen, dass die Kettenglieder nicht ineinander passen. Man kann also jedes Kettenglied nacharbeiten oder man kauft sich am besten vorher schon Metallketten von Friul. Ich jedenfalls kenne keinen Bausatz, der Ketten aus dem Zurüstmarkt nötiger hat als der Toldi von Hobbyboss. Trotzdem hat mich das nicht abgehalten, mir nochmals mehrere dieser Bausätze ans Lager zu legen. Ja, ich mag das Fahrzeug einfach und bin auch bereit, für neue Ketten etwas Geld in die Hand zu nehmen. Platz 8: Fiat 508 CM Coloniale von Itellery im Maßstab 1:35. Ein weiterer Bausatz aus dem Jahr 2012. Vielleicht hatten die Maya doch recht mit dem Weltuntergang. Eigentlich wäre der Bausatz nicht verkehrt, wenn da nicht einige nervige Passprobleme an der Motorhaube und der Karosserie wären und die Reifen nicht bloß aus 2 unförmigen Untertassen bestehen würden, für die man dann eine halbe Tube Spachtelmasse braucht. Natürlich geht dann durch das Spachteln und Verschleifen das bisschen Reifenprofil, das Itellery den Teilen mitgegeben hat, komplett verloren. Solche Reifen einem Bausatz beizulegen, halte ich für eine Riesenfrechheit. Leider war der Zurüstmarkt etwas langsam mit seiner Reaktion auf dieses Problem, weshalb ich für mein Modell damals vergeblich nach Resinreifen gesucht habe. Mittlerweile gibt es solche Reifen von SBS Model, mit denen ich dann die Tamiya-Version desselben Bausatzes eines Tages verfeinern werde. Platz 7: Messerschmitt Bf 110D von Eduard im Maßstab 1:48. Eduard genießt unter den Modellbauern einen guten Ruf, so wird es vielleicht den einen oder anderen überraschen, hier einen Bausatz dieses Herstellers zu finden. Leider hat sich dieser Bausatz für mich als völlig unbaubar erwiesen, da zum einen die Tragflächen und zum anderen die Nase nichts, aber auch schon gleich gar nichts mit dem Rumpf zu tun haben wollten. Die Passung war derart schlecht und völlig daneben, dass ich kurzerhand aufgegeben und das begonnene Modell entsorgt habe. Erst als ich ein paar Jahre später gehört habe, dass Eduard diese Passprobleme mit einer verbesserten Spritzform beseitigt hat, habe ich mich nochmals an eine Bf 110 von Eduard gewagt und ein zweiter Versuch ist dann auch gelungen. Es traten zwar auch ein paar Passprobleme an denselben Stellen auf, aber die waren bei weitem nicht mehr so gravierend. Wenn ihr also eine Bf 110 von Eduard bauen wollt,
dann achtet darauf, dass der Bausatz aus der verbesserten Reihe kommt. Platz 6. Panzerkampfwagen 2 Ausführung L von Mirage Hobby im Maßstab 1:35. Wie ihr ja vielleicht wisst, habe ich eine echte Schwäche für den Panzer II Luchs und viele Jahre gab es dieses Fahrzeug nur von Herstellern mit eher fragwürdiger Reputation. Der Bausatz von Mirage Hobby ist eigentlich nicht schlecht, was den Entwurf und die Grundidee anbelangt. Der Bausatz kommt mit Einzelgliederketten und sogar mit Fotoätzteilen daher. Leider ist die Fertigungsqualität so dermaßen unter aller Kanone, dass einem wirklich die kalte Kotze hochkommt. Die Teile sind übersät mit Sinkstellen und manche Bauteile sind nicht mal vollständig ausgeformt worden. Ich konnte mich beim Zusammenbau nur mit viel Spachtelmasse und einigen Teilen aus der Restekiste behelfen, sonst hätte ich das Modell niemals zusammenbauen können. Das ist wirklich sehr schade, denn wie gesagt, wenn der Bausatz gut gefertigt wäre, dann wäre der sicherlich nicht übel. Platz 5. Spähpanzer II Luchs von Revell im Maßstab 1:35. Vielleicht liegt's am Namen, aber es scheint wohl so zu sein, dass Modelle, die den Namen Luchs führen, oft nicht der Hit sind. Der Luchs von Revell stammt aus dem Jahr 1998 und ist natürlich nicht mehr auf der Höhe der Zeit, aber immerhin lässt er sich halbwegs vernünftig zusammenbauen. Das Problem ist hier vielmehr die fehlende Vorbildgetreue, denn der bootsförmige Rumpf des Fahrzeugs wurde von Revell völlig falsch wiedergegeben, was das Modell für alle, die es ernst meinen, eher uninteressant macht. Man müsste eigentlich den halben Rumpf aus Plastikkarte neu aufbauen und was am Fahrwerk so alles verkehrt ist, lässt sich hier in der Kürze überhaupt nicht aufzählen. Der Bausatz ist also im Grunde eine völlige Themaverfehlung. Platz 4. Deutsche Ritter von Mini-Art im Maßstab 1:16. Historische Figuren in größeren Maßstäben sind üblicherweise aus Zinn oder Resin gefertigt und damit sehr teuer, sodass sich Anfänger leicht abgeschreckt fühlen. Mini-Art dagegen bietet seine Auswahl an historischen Figuren für wenig Geld als Plastikbausätze an, aber leider stehen dem Modellbauer nur Blut, Schweiß und Tränen ins Haus. Die Bauteile sind derart schäbig gefertigt, dass man an keiner einzigen Baugruppe eine halbwegs akzeptable Passung herstellen kann. Überall muss gespachtelt, geschliffen und neu modelliert werden, da hätte man die Figur auch gleich selber schnitzen können. Das Schlimmste sind jedoch die Abziehbilder, die praktisch schon beim ersten Kontakt mit Wasser in 1000 kleine Fetzen zerfallen und dadurch unbrauchbar werden. Deshalb muss meine Ritterfigur ohne Heraldik auskommen. Früher waren im Übrigen alle Abziehbilder von Mini-Art so. Mittlerweile haben die ihre Qualität aber derart gesteigert, dass ich die zu den besten auf dem Markt zähle. Platz 3. Bell UH1 Huey Hawk von Revell im Maßstab 1:48. Ursprünglich stammt die Bausatzform aus dem Jahr 1959, weshalb der Vergleich mit anderen Bausätzen neueren Datums vielleicht nicht ganz fair ist. Jedoch gibt es eine Menge wirklich alter Bausätze, die man immerhin halbwegs zusammenbauen kann, was leider beim Huey Hawk nicht der Fall ist. Hier passt eigentlich kaum etwas zusammen, seien es die beiden Rumpfhälften, die Frontscheiben oder sonst irgendwas. Ich war derart frustriert damals, dass ich auf Spachtel- und Schleifarbeiten gänzlich verzichtet habe und das Modell aus purem Trotz zusammengeschustert habe. Das Ergebnis ist keinesfalls vorzeigbar, aber es ist eine Mahnung an alle Modellbauer, sich von den alten Krücken, die Revell nach wie vor im Angebot hat, fernzuhalten. Platz 2. Marder 2 von Dragon im Maßstab 1:35. Dieser Bausatz hat seine Platzierung auf meiner Liste auf eine ganz besondere Art und Weise bekommen. Die Bauteile sind schön gefertigt und detailliert, es liegen schöne Einzelgliederketten bei und wir bekommen auch Fotoätzteile. Soweit alles bestens. Was den Modellbauer hier wirklich zur Verzweiflung bringt, ist die Bauanleitung. Man witzelt ja gerne über die schlechten Bauanleitungen von Dragon, aber diese Anleitung ist echt kein Witz, sondern eine wahre Zumutung. In fast jeder Baustufe rätselt man, wie und wo die vielen Bauteile wohl zu befestigen wären. Man baut das Modell eigentlich eher mit Hilfe von Vorbildfotos als mit der Anleitung und selbst dann müssen einige Punkte einfach ungeklärt bleiben. Mich hat der Bausatz deswegen derart frustriert, dass ich ihn zur Seite gestellt habe und seitdem nicht mehr angerührt habe. Immerhin konnte ich die schönen Einzelgliederketten einer nützlichen Verwendung zuführen. Bevor wir uns Platz 1 anschauen, habe ich noch einen außerkategorischen Leckerbissen für euch. Vor vielen Jahren habe ich mir diese Resin-Figur von Jack Keefe Republic zugelegt
Und es soll wohl sowas ähnliches wie ein italienischer Fallschirmjäger im Maßstab 1:16 sein. Ich finde, das muss man ein paar Momente auf sich wirken lassen. Der Kopf ist auch der Hammer. Ich wusste nicht, dass die Italiener auch Diener Saurons in ihren Reihen hatten. Daneben ein Kopf von Verlinden zum Vergleich. Leider weiß ich nicht, wo dieses Kleinod abgeblieben ist. Es muss noch irgendwo in meinem Lager schlummern, da ich sowas sicherlich nicht verkaufen kann. Platz 1. BM13 Stalin-Orgel von Revell im Maßstab 1:35. An diesen Bausatz habe ich nur schlechte Erinnerungen. Da bekomme ich gleich schlimme Flashbacks. Eigentlich ist es der alte Itellery-Bausatz aus dem Jahr 1976, den diverse Hersteller wie Svesta, Revell und Testors immer wieder aufgewärmt haben und uns Modellbauer damit erfreuen wollten. Nun, vielleicht ist der Grundbausatz an sich nicht übel, aber zumindest ich hatte mit dem Bausatz massivste Probleme. Es wollte eigentlich nichts zusammenpassen, weder die Startschienen, noch das Chassis, noch das Führerhaus. Das wäre ja noch alles auszuhalten gewesen, aber als dann auch noch die Felgen nicht in diese steinharten Gummireifen passen wollten, war es vorbei. Das Resultat war ein nicht gerade kleiner Wutanfall meinerseits, in dessen Verlauf ich nicht ohne Genuss das halb gebaute Modell mit einem Hammer fein säuberlich geplättet und zerkleinert habe. Ich lasse mich doch nicht zum Sklaven eines uralten und schlechten Bausatzes machen. Aus diesem Grund kann ich euch leider keine weiteren Bilder dieses Modells zeigen. Vielleicht lag es auch nur an der Umsetzung von Revell, aber sowas habe ich in all den Jahren als Modellbauer nie erlebt und ich erwarte auch nicht, dass ich es nochmal erleben werde. So ein schrottiger Bausatz. Gut, das war meine persönliche Auflistung mit den 10 schlechtesten Bausätzen, die mir so bisher untergekommen sind. Wie steht ihr dazu? Was sind eure schlechtesten Bausätze? Ich bin gespannt drauf, eure Meinungen zu hören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.